Die Natur versorgt uns Menschen seit jeher mit dem einzigartigen Werkstoff Holz. Mit unserem heutigen Projekt möchten wir der Natur etwas zurückgeben. Wir bauen eine Bienenwiege. Es wird ein neues Zuhause für einer unserer fleißigsten Bewohner unserer Umwelt, den Bienen. Die Bienenwiege ist die natürlichste Form des Bienenstockes. Sie bietet unseren Bienen einen optimalen Raum für eine natürliche Entwicklung und ermöglicht außerdem eine rücksichtsvolle Honigentnahme. Unsere Hammerwerkstatt ist mit der Kreissäge K3, der Hobelmaschine A326 und der Bandsäge N3700 aus der preiswerten Hammerserie bestens für dieses Projekt ausgestattet. Wegen seiner besonderen Witterungsbeständigkeit verwenden wir unser heimisches Tiroler Lärchenholz. Die Vorbereitung ist schnell erledigt. Absaugung anschließen, an die Steckdose oder je nach Version eine Starkstromsteckdose und los geht's. Wie immer können Sie den kompletten Bauplan auf unserer Webseite downloaden. Wir nehmen Maß und beginnen mit dem Ablängen der Bretter. Für den Brettüberstand beim Ablängen wird der Parallelanschlag schnell und einfach entfernt. Der Endabschnitt erfolgt exakt am Bleistiftstrich. Der Auflagetisch erleichtert uns das Handling der langen Bretter. Mit einigen wenigen Handgriffen rüsten wir jetzt die Maschine auf Besäum- und Parallelschnitte um. Das Sägeblatt unserer Wahl ist das Silent Power Rohzuschnittsägeblatt mit 315 mm Durchmesser. Das Besäumen am leichtgängigen Schiebetisch erfolgt komfortabel und schnell. Wir erhalten absolut gerade Schnittkanten für optimale Parallelschnitte. Unser Hammerexpertentipp: der auf Sägeblattmitte zurückgezogene Parallelanschlag verhindert ein Klemmen der Bretter und ermöglicht ein sicheres und komfortables Arbeiten. Der Schiebetisch und Parallelanschlag in Kombination schon fast eine Garantie für ein gelungenes Holzbearbeitungsprojekt. Gleich noch ein Hammerexpertentipp: bis zu 3 Meter lange Werkstücke können mit einem Besäumschlitten verarbeitet werden. Die Schiene verläuft dabei in einer T-Nut am Schiebetisch. So ist die kompakte Hammerkreissäge auch für große Projekte bestens ausgestattet. Alle Teile sind aufs Rohmaß zugeschnitten. Jetzt geht's weiter zum Hobeln.
Wir verwenden dazu die A326 mit 260 mm Hobelbreite, dual aufklappbaren, massiven Hobeltischen, präzisem Hobelanschlag und der praktischen Fahreinrichtung. Schnell angepasst beginnen wir mit dem Abrichten und Fügen der zugeschnittenen Bretter. Mit den flexiblen Tischverlängerungen vergrößern wir die Auflagefläche für lange und schwere Werkstücke. Die Spanabnahme regulieren wir stufenlos und effizient. Dieses Detail, Standard bei Hammerhobelmaschinen, ist unverzichtbar für einen flüssigen Arbeitsablauf. Durch die Federunterstützung rüsten wir mit wenigen Handgriffen zum dicken Hobeln um. Hier sehen wir die patentierte Silent Power Spiralmesser-Hobelwelle. Einzigartig leise garantiert sie perfekt gehobelte Oberflächen. Selbstverständlich können wir auch den dicken Tisch wieder mit Tischverlängerungen ausrüsten. Mit der Digitaluhr stellen wir Zehntelmillimeter genau unsere Dickenhöhe ein. Und schon geht's los. Auch das gleichzeitige Hobeln von zwei schmalen Brettern ist für unsere A326 kein Problem. Mit 6 Metern pro Minute Vorschubgeschwindigkeit kommen wir rasch voran und erhalten eine ausgezeichnete Oberfläche. Im nächsten Schritt verleimen wir die Seitenwände und die Rückwand. Wir stellen die Bretter entsprechend dem Verlauf ihrer Jahresringe zusammen, um ein späteres Verziehen zu minimieren. Mit einem wasserfesten Leim, wir verwenden einen PU-Leim, verbinden wir die Bretter. Beim Verleimen zeigt sich auch die Ergebnisqualität der Hobelmaschinen. Unsere Seitenwand ist absolut perfekt. Wir kommen nun zum Ablängen der Werkstücke. Die genauen Maße aus unserem Bauplan übernehmen wir am Ablänganschlag.
Für das Ableiten der kleinen Abschnitte befestigen wir am Gusstisch einen magnetisch befestigten Abweiser. Für den Schrägschnitt der Beine stellen wir den Ablenkanschlag auf exakt 19 Grad. Für die Seitenteile des Daches müssen wir das Maß laut Plan auf das Werkstück übernehmen. Unser Hammer-Expertentipp: eine rechteckig zugeschnittene Platte ist ein idealer Hilfsanschlag. Das gewährleistet speziell beim zweiten Schnitt ein genaues Anschlagen und stabiles Führen des Werkstückes während des Schneidens. Weiter geht's mit den verleimten Brettern, die mittlerweile getrocknet sind. Der überstehende PU-Leim wird am besten mit einer flachen, scharfen Klinge entfernt. Wir benutzen dafür ein Putzhobelmesser. Ausgangspunkt für alle folgenden Schnitte sind die Korpusseiten. Danach richten sich alle weiteren Bauteile. So können wir Abweichungen vom Bauplan kompensieren. Für einen einfacheren Zusammenbau schneiden wir einen Falz auf die Seitenwände. So erzielen wir zudem eine größere Leimfläche und dadurch eine höhere Festigkeit. Weil die Falzschnitte verdeckt ausfallen, wechseln wir für ein sicheres Arbeiten den Spaltkeil. Wichtig dabei: die Oberkante des Spaltkeils muss unter dem Messerflugkreis liegen. Der erste Falzschnitt erfolgt bei stehendem Werkstück. Ein Abschnitt hilft uns, das Werkstück zu führen. Für den Zuschnitt der Rückwand stellen wir das Sägeblatt schräg auf eine Neigung von 23 Grad. Die großdimensionierte Gradskala hilft uns bei einer präzisen Winkeleinstellung.
Unser Hammer-Expertentipp für Doppelgärungen am Parallelanschlag ist das Anschneiden einer Führungsfläche. Dadurch rutscht das Werkstück mit der Spitze der Gärung nicht mehr unter den Parallelanschlag und lässt sich so problemlos führen. Bei den Vorder- und Rückteilen des Daches schneiden wir am Maßstrich. Beim Giebel und den Stützteilen benützen wir den Parallelanschlag in liegender Position. Wir können damit auch schmale Werkstücke mit der gleichen Sicherheit bearbeiten. Weiter geht's mit unserer Materialliste. Befestigungselement für das Dach, und die Glasausschnitte für den Korpus. Fertig. Alle Teile sind zugeschnitten. Jetzt geht's ans Zusammenbauen. Beginnen wir mit dem Anzeichnen der Dachkonstruktion, um die Positionen der Bohrungen festzulegen. Sich wiederholende Abstände reißen wir am besten mit dem Streichmaß an. Um unserem Bienenvolk die Klimatisierung zu erleichtern, achten wir darauf, dass das Dach möglichst luftdicht ist. Der damit entstehende Luftpolster sorgt für die ideale Wärmeisolierung im Sommer wie im Winter. Verleimt wird wieder mit PU-Leim. Unser Hammer-Expertentipp: Um beim Verschrauben ein Spalten des Holzes zu verhindern, verwenden wir Schrauben mit einer Bohrspitze. Auch das Zusammenspannen der Bauteile mit Schraubzwingen ist absolut empfehlenswert. Mit dem Einbau einer Glasscheibe können wir später das Wachstum unseres Bienenvolkes beobachten. Konstruktionsbedingt hält die Glasscheibe von selbst und muss nicht verklebt werden. Die 3 Fluglöcher setzen wir mit einem 20 mm Forsterbohrer.
Später können wir diese bei Bedarf mit Korken verkleinern oder einfach wieder verschließen. Dies ist zum Beispiel beim Einsiedeln des Bienenvolkes wichtig oder auch bei etwaigen Ortswechsel. Die Einlageleisten scheinen nun recht aufwendig zu sein. Der Aufwand ist aber die Mühe wert, wie wir später sehen werden. Für den Falzausschnitt bleibt die Einstellung an der Kreissäge beim liegenden und stehenden Werkstück gleich. So sparen wir Zeit und der Zuschnitt der Leisten ist recht bald erledigt. Alle weiteren Arbeitsschritte an unseren Leisten führen wir mit der Bandsäge durch. Für die folgenden Schnitte der sicherste und schnellste Weg. Wir starten mit dem Profil. Durch diese keilförmig angeschnittenen Leisten erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit des Wabenanbaus an den richtigen Stellen. Auch der stirnseitige Einschnitt erfolgt am sichersten an der Bandsäge. Für die Absetzschnitte verwenden wir den Gärungsanschlag und den Parallelanschlag als Referenz. Eine Zwinge dient uns hierbei als Endanschlag. Durch diesen Einschnitt als Abstand zur Seitenwand verhindern wir, dass unsere Bienen bis zur Seitenwand anbauen. Fürs Anleimen der Randleiste verwenden wir eine feste Unterlage wie den mobilen Felder Arbeitstisch FET 300 und Schraubzwingen. Die Leisten, an denen das Dach aufliegt, werden einfach mit der Dachkonstruktion verschraubt. Da wir den Bienenstock später immer wieder auf Varroamilben untersuchen müssen, befestigen wir ein Schutzgitter unter der Klappe. So können wir die Klappe ungehindert öffnen, ohne dass unsere Bienen durch den Boden entwischen. Bei der Befestigung der Edelstahlscharniere für die Sichtöffnung dient uns ein Furnierstreifen als Montagehilfe. Kurz vor Schluss ist noch einmal höchste Konzentration gefragt. Für die Montage der Beine haben wir die Bohrlöcher im Vorfeld angezeichnet.
Da wir uns einen zusätzlichen Komfort bei der Bienenpflege sichern wollen, haben wir unser Dach mit einer Klappvorrichtung ausgestattet. Für die Dachplatten verwenden wir 3 Schichtplatten aus Lärchenholz, die wasserfest verleimt und verzugsfrei sind. Diese Platten können ohne Weiterbehandlung als Dach verwendet oder frei nach Belieben mit Alu, Kupfer oder Ähnlichem gedeckt werden. Mit selbstdichtenden Spenglerschrauben ist das Dach garantiert dicht und unsere Bienen bleiben im Trockenen. Eine Spur PU-Leim dichtet den Giebel ab. Als kleines Extra bauen wir noch ein Landebrett an. Das ist zwar nicht unbedingt nötig, aber ein bisschen Luxus haben die fleißigen Bienen verdient. Abschließend brechen wir alle scharfen Kanten. Um unseren Bienen die Motivation beim Bau der Waben zu erhöhen, haben wir bereits am Vorabend die Leisten mit geschmolzenem Bienenwachs eingestrichen. Geschafft! Unsere Bienenwiege ist fertig. Für unser Bienenvolk haben wir auch bereits den perfekten Platz gefunden. Eine Lichtung in einer Bergwiese oberhalb von Hall in Tirol. Ein Fachmann hilft uns nun bei der spannenden Einsiedlung und Betreuung unserer Bienen.
Jetzt heißt es, ein bisschen Geduld zu haben. Aber wir freuen uns auf den Werdegang unserer Bienen.